Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir haben heute die Gelegenheit, dass wir zusammen den Karfreitag feiern mit einer kleinen Andacht. Aber zuerst noch, vielleicht habt ihr es schon gemerkt, wir haben eine Überraschung für euch. Und zwar all die im Umkreis von der Gemeinde leben und zu der Gemeinde gehören, haben wir im Briefkasten, im Mailkasten so eine kleine süße Überraschung. Nicht ein Osterhas, sondern natürlich ein Osterlämmli. Und es hat auch noch einen Bibelvers drin, einen versüßten Bibelvers. Und das einfach zur Feier vom Ganzen und dass wir uns erinnern daran, um was es eigentlich geht am Karfreitag. Wir haben die Möglichkeit, zusammen das Abendmahl zu feiern, weil das Abendmahl das versinnbildlicht das Ganze, um was es eigentlich geht am Karfreitag. Und vielleicht fragst du dich ja gut, um was geht es eigentlich genau bei dem Abendmahl? Das Abendmahl, das erinnert uns daran, dass Jesus Christus sein Leben für uns hergegeben hat, dass er am Kreuz gestorben ist für uns. Und das Mahl, das er gefeiert hat, ist das sogenannte Passamahl. Und das Passamahl hat er gefeiert am Abend mit seinen Jüngern, bevor er ans Kreuz ist. Und er hat gesagt, ich habe mich so sehr gesehnt danach. Die Bibel sagt uns, mit Sehnen hat er sich gesehnt, das zu feiern. Und so, mit so einem grossen Sehnen, das drückt die grosse Liebe aus, die Jesus für jeden von uns hat. Das Passamahl, das ist nicht zum ersten Mal gefeiert worden, sondern es ist eine lange Tradition, das Mahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und ich werde das mit euch lesen. Zum ersten Mal treffen wir das an im Exodus, im 2. Buch Mose, Kapitel 12, Vers 21. Es geht darum, dass das Volk Israel in einer jahrhundertelangen Gefangenschaft und Sklaverei war im Land der Ägypter. Und der Pharao hat sie dort so richtig geknechtet gehabt. Und Gott hat ihre Hilfeschrei gehört und er hat sie rausführen, hat ihnen den Moses geschickt und der Moses ist zum König von Ägypten, zum Pharao und hat ihm gesagt, lass mein Volk ziehen. Und der Pharao hat dann eine interessante Frage gestellt an Mose. Das ist eine Frage, die eigentlich viele Leute auch heutzutage noch haben. 2. Mose 5, 2, der Pharao antwortete, wer ist der Herr, also wer ist der Gott, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen. Also wer ist der Gott? Ich meine, es gibt so viele Götter, es gibt so viele Weltanschauungen. Wieso soll ich genau dem Gott von der Bibel meine Aufmerksamkeit geben? Was macht ihn speziell? Ich kann dir sagen, was der Gott von der Bibel speziell und einzigartig macht, ist genau in dem Passamahl, in dem Abendmahl, kommt das zum Ausdruck. Lesen wir aus 2. Mose 12, 21. Dann rief Mose die 7 Oberhäupter der Israeliten und befahl, geht los, sucht euch je nach der Größe eurer Familien eines oder mehrere Lämmer aus und schlachtet sie als Passaopfer. Fangt das Blut in einer Schale auf, taucht ein Büschel Isop hinein und streicht das Blut an den oberen Balken und an die beiden Pfosten eurer Haustüren. Bis zum nächsten Morgen darf niemand von euch sein Haus verlassen. Wenn der Herr durchs Land geht, um die Ägypter zu töten und das Blut an den Pfosten und Balken sieht, wird er an diesen Türen vorübergehen. Darum heißt es passieren. Er geht vorüber, er passiert an diesen Türen, wo das Blut angestrichen ist vom Lamm. Er wird dem Todesengel nicht erlauben, in eure Häuser einzudringen und euch zu töten. Also im Zentrum vom jüdischen und vom christlichen Glauben steht ein Lamm. Ein unschuldiges, flauschiges Opfer. Und gleichzeitig hat das Lamm, das kleine, unschuldige Ding, Macht und Kraft, die grösste tödliche Kraft von der Zerstörung, Macht aufzuhalten. Wie Gott sagt ihnen, wenn ihr das Blut von dem unschuldigen Opfer am Holz von der Türe habt, dann wird die Kraft von der Zerstörung an euch vorbeigehen. Die verdient die Zerstörung, weil der Pharao und sein Volk haben eine grosse Schuld auf sich geladen. Aber siehst, die Bibel sagt uns, nicht nur der Pharao hat Schuld auf sich geladen, sondern jeder von uns hat durch unser Leben, durch unsere Entscheidungen, durch unsere Gedanken, Worte und Taten, wir haben Schuld auf uns geladen. Wir sind Gott gegenüber schuldig geworden. Wir haben nicht nur sein Gesetz, seine Gebote gebrochen, sondern wir haben sein Herz gebrochen durch all das, was wir gesagt und da haben. Und siehst, wenn dich jemand stark verletzt, dann hast du 2 Möglichkeiten. Entweder kannst du die Person anfangen hassen, die dich verletzt. Das heisst, du kannst dich innerlich anfangen distanzieren. Du kannst dieser Person den Rücken zudrehen und sagen, ich will nichts mehr zu tun haben mit dieser Person. Das ist die eine Option. Oder
Die einzige andere Option, die du hast, du kannst vergeben. Du kannst sagen, ich absorbiere die Schuld. Und statt, dass du den Schmerz zurückgibst, nimmst du den Schmerz auf dich. Der Dietrich Bonhoeffer hat es so gesagt, er hat gesagt, vergeben ist eine Form von Leiden. Wieso? Statt dass du den Schmerz wieder zurückzahlst, nimmst ihn du auf dich. Und genau das ist das, wo das Lamm, wo Jesus Christus das ultimative Lamm ist, wo das zum Ausdruck bringt. Siehst, Gott hat durch das Passafest, er hat am Karfreitag sein Liebste gegeben. Der himmlische Vater hat seinen Sohn gegeben, auf die Erde geschickt. Wieso? So dass er den Schmerz und die Schuld, all das auf sich nimmt. Und am Kreuz siehst du ein blutiges, geschlachtetes Lamm. Eine riesige Wunde. Mit ausgestreckten Armen hängt dort der Sohn Gottes. Und Gott sagt durch das, es ist okay. Ich tue dir den Schmerz nicht zufügen. Ich tue mich nicht rächen. Ich hasse dich nicht. Sondern ich liebe dich. Ich habe den Schmerz auf mich genommen. Das ist Karfreitag. Das ist die Botschaft, die wir auch feiern mit dem Passamahl, mit dem Abendmahl. Und das ist so gewaltig. Und die einzige Frage ist jetzt für uns, wenn wir die Vergebung annehmen, wenn wir wirklich die Liebe und die offenen Arme, die uns Gott entgegenstreckt, wenn wir das annehmen. Und du hast jetzt die Möglichkeit, das zu tun. Vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht zum wiederholten Mal, nämlich jedes Mal, wenn wir das Abendmahl einnehmen, dann nehmen wir auch die Vergebung, wir nehmen die Liebe, wir nehmen das Angebot Gottes auf. Das heisst, wenn wir den Traubensaft nehmen, das ist das Zeichen, das für das Blut vom Opferlamm steht, das Blut von Jesus Christus, und er vergossen hat, dass unsere Schuld, dass unsere Sünden vergeben werden und abgewaschen werden. Und das Brot, das steht für sein Leib, das er gebrochen hat für uns. Sein Leib ist gebrochen worden am Kreuz. Genauso wie wir das Brot brechen. Und du siehst, ich habe da so ungesäuertes Brot, wo auch so die Löcher drinnen siehst und das Vernarbte, wo wirklich der Leib von Christus darstellt. Und was mit ihm passiert ist auch, als er ausgepeitscht worden ist und am Kreuz durchlöchert worden ist. Für uns, damit wir heil werden können. Und indem, dass wir das aufnehmen und wirklich in uns aufnehmen, dann wir auch im Glauben ganz neu das aufnehmen, was Jesus für uns da hat. Er vergibt uns unsere Sünden, er wäscht uns rein. Und statt die zerstörerische Kraft, die in unser Leben hineinkommt und ultimativ der ewige Tod, das nimmt er auf sich, sodass wir das nicht erleiden müssen, sondern können seine Heilung in Anspruch nehmen. Und Vater im Himmel, ich segne jetzt den Traubensaft und ich segne auch das Brot. Und möge es uns jetzt einfach, wenn wir das einnehmen, zum Segen werden. Und ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, dass wir das wirklich im Glauben einnehmen können. Und dass es uns stärkt und dass es uns zur Heilung wird. Ich danke dir vielmals, dass du uns ganz neu vor Augen führst, wie gross deine Liebe ist. Und dass es keine Kraft vom Tod gibt, keine Macht von der Zerstörung, die uns trennen kann, die uns von dir wegreißen kann, sondern deine Liebe ist grösser als alles andere. So unscheinbar, dass das zu uns kommt, wie ein kleines, unschuldiges Lamm. Umso stärker ist es, wenn wir das im Glauben aufnehmen. Ich danke dir vielmals und ich spreche deinen Segen aus über jedes einzelne von uns. Amen. Ich lade euch jetzt ein, das einzunehmen, wo auch immer ihr seid. Und Gottes Segen mit euch. Und dann sehen wir uns wieder an Ostern. Zu tief der Abgrund, der uns einst trennte. Zu hoch der Gipfel, der vor mir lag. Voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen in die Nacht. Und in das Dunkel kam deine Güte, zerriss die Schatten tief in mir. Die Nacht bezwungen, der Sieg errungen, Jesus, meine Hoffnung lebt. So unvorstellbar
unvorstellbar ist deine Gnade, so unbegreiflich ist deine Gunst. Der Herr der Zeiten verließ den Himmel, nahm auf sich meine Scham und Schuld. Das Kreuz bezeugt es, mir ist vergeben. Der König selbst nennt mich sein Kind. Er ist mein Retter und ich gehöre ihm. Jesus, meine Hoffnung lebt. Halleluja, preis den, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt von dem Gott, der Rettung bringt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Halleluja, preis den, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt von dem Gott, der Rettung bringt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Dann kam der Morgen, so wie verheißen. Dein toter Körper ist neu erwacht. Mit lauter Stimme